Hi, mein Name ist Patrick und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, ob ich es geschafft habe, kostengünstig, das war die Challenge für mich, die Terrasse von meinem Freund neu zu gestalten. Ob ich es geschafft habe, das seht ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Das war das alte Terrassenlayout von meinem Freund, etwas trist. Das Ganze hat nicht wirklich zum modernen Haus und dem minimalistischen Stil von ihm gepasst. Auch hat man die Terrasse nicht wirklich situieren können von der Aufteilung her. Stühle, Tisch, Whirlpool, was hat der Bereich für eine Funktion? Das war dann meine Idee dazu, einen Sichtschutz zu bauen und eine Liegemöglichkeit, damit man dem Bereich seine Funktion zuweisen kann und etwas gemütlicher wird. Vorhandene Möbel upcycelt und etwas einladender gestaltet. Und das natürlich alles kostengünstig. Als erstes habe ich angefangen, das Gestell für den Sichtschutz zu bauen. Da habe ich Kieferholz benutzt, um den Korpus zu bauen. Es ist ganz einfach, ihr braucht 2 Rahmen und Querlatten, um den Korpus zu stellen. Ihr befestigt den Rahmen mit Winkeln oder Schrauben, was euch lieber ist. In meinem Fall habe ich mich für stabile Winkel entschieden. Da das Holz der Witterung ausgesetzt ist und es der untere Rahmen von meinem Korpus ist, empfehle ich euch, das Holz mit einem Isolierband zu bekleben. Das verhindert, dass durch die Feuchtigkeit das Holz nicht kaputt geht. Das bringt ihr ringsherum an, überall wo der untere Rahmen dem Wasser ausgesetzt ist. Ich verlinke euch gerne alle Produkte, die ich benutze für dieses DIY oder andere DIYs in der Infobox, damit habt ihr alles auf einen Blick. Nachdem die 2 Rahmen stehen, kommen jetzt die Seitenteile. Die geben die Höhe an und dienen auch als Pfeiler für die Stabilität für den ganzen Korpus. Auf 3 Meter Länge habe ich alle 50 cm einen Pfeiler platziert. Das ergab dann 12 Stück, insgesamt 6 für vorne und 6 für hinten. Und damit der Rahmen nicht auf dem Boden steht wegen der Feuchte, habe ich noch an jedem Pfeiler einen Kunststoffgleiter an der Unterseite befestigt. Jetzt fehlt dem Korpus nur noch der obere Rahmen, den ihr mit langen Schrauben fixiert und ihr habt den Korpus für euren Pflanzentrog fertig. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie will ich das Ganze zu einem Behältnis machen? Ja, dann nehmt ihr am besten Teichfolie aus dem Baumarkt und befestigt das Ganze am besten mit einem Elektrotacker oder Nägeln. Elektrotacker ist aber dafür am besten geeignet. Und wenn ihr die Teichfolie ausgerichtet habt, vergisst am Ende nicht noch kleine Löcher in den Boden der Teichfolie zu schneiden, damit später das Wasser auch ablaufen kann und eure Pflanze nicht verfaulen. Für die Seitenverkleidung habe ich Restholz benutzt, das mein Freund noch übrig hatte, von dem Terrassenboden, Teakholz, das nur etwas liebe, und eine dicken Hobelmaschine brauchte, um wieder neu auszusehen. Somit konnte ich dieses edle Holz auch wiederverwerten und Geld sparen. Damit ich bündig mit dem Rahmen bin, habe ich noch das obere Brett mit einer Oberfräse passend geschnitten. Dann die Vorderseite verschraubt und auf den Seiten habe ich auch noch verkleidet. Die Seite zur Wand nach hinten habe ich nicht verkleidet, weil das Gestell sonst auch zu schwer wurde. Damit die Schrauben im Holz verschwinden, habe ich die Löcher noch mit einem Kegelsenker gebohrt. Das hat hervorragend funktioniert und kann ich nur empfehlen. Damit das Ganze auch von oben noch schön aussieht und das Gerüst geschützt ist, kam nun die obere Schürze dran. Leider hatte ich kein Teakholz mehr übrig, somit mussten Fichtenbretter dran. Und damit das alles professionell aussieht, muss man hier mit 45 Grad Winkeln arbeiten. Am besten ihr malt euch eine Skizze, so mache ich es, weil mein Hirn es aus dem Stand nicht schafft, zu sehen, wie ich schneiden soll. Und mit einer Skizze sehe ich, okay, jetzt ist der Winkel rechts oder links, somit verschneide ich nicht unnötig Holz. Dann verschraubt ihr die Vorder- und Hinterteile und mit einem Stück Restverschnitt konnte ich nun sehr schön die Seitenteile mit 45 Grad aufzeichnen und schneiden. Et voilà, es passt wie angegossen. Die Seitenteile wie auch die Vorder- und Rückseite verschrauben und die Löcher auch mit einem Kegelsenker bohren, damit ihr hinterher die Schrauben nicht seht und später mit Holzpaste verspachteln könnt. Es kann sein, dass manche Sägeblätter es nicht schaffen, den perfekten 45 Grad Winkel zu schneiden, ohne dass man einen kleinen Spalt sieht, so wie es bei mir der Fall ist. Das ist jedoch kein Problem, etwas Holzreparaturpaste in die Ritzen und auch über die Schraubenköpfe mit einem Spachtel oder dem Finger. Warten bis es trocken ist und mit einem feinen Schleifpapier 180er, 220er drüber gehen und ihr werdet nichts mehr davon sehen.
Da ich ja kein Teakholz hatte für die Schürze, habe ich gedacht, das Holz soll in derselben Farbe wie die Wandfassade gestrichen werden, damit meine Farbpalette nicht zu viel verschiedene Farbtöne aufweist. Dazu habe ich als erstes eine Holzgrundierung für den Schutz des Holzes benutzt und danach einen Lack in Lichtgrau für den Außenbereich. Somit ist das Holz von Regen und vor Sonne geschützt. Was ihr hier seht, ist nach der Grundierung. Somit wirkt es sehr weiß. Das ist nach dem Streichen mit der Farbe Lichtgrau nicht mehr der Fall und passt sich hervorragend in die Umgebung. Ja, und unser Hundi, dem hat es schon mal mega gut gefallen. Zum Füllen haben wir Tonkügelchen benutzt und Kübelerde. Und da es kein Hochbeet ist, braucht man nicht noch Laub und Geäst dazwischen tun wie auf dem Foto. Wir haben Thuja-Pflanzen benutzt. Die werden schön dicht und sind ideal für einen natürlichen Pflanzensichtschutz. Ja, und damit es abends noch gemütlich wird, habe ich noch eine schöne Solarlichterkette mit warmem Licht gefunden und habe sie zwischen jede Thuja-Pflanze platziert. Ja, die alte Sitzbank hat mir vom Design nicht mehr gefallen. Die Querstreben und das runde, verspielte hat nicht zum Haus gepasst. Ja, da habe ich als erstes die Querstreben abgesägt und habe mir vom Tisch noch eine Querlatte entnommen. Und noch die runden Ecken abgesägt, damit sie drahtischer und moderner wirkt. Alles abgeschliffen und mit derselben Farbe Lichtgrau wie schon benutzt gestrichen. Ich wollte unbedingt einen kleinen Beistelltisch für die Sonne liegen und habe vergebens danach gesucht, bis ich auf dieses Bild gestoßen bin als Inspiration und ich dachte mir, wie bekomme ich sowas hin, aber nicht in Glas. Und wie ich diesen Beistelltisch gebaut habe, zeige ich euch aber in meinem nächsten Video. Sonst würde das heutige Video zu lang. Und jetzt nur noch Final Touch Time bevor dem extrem schönen Endergebnis. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich bin mega begeistert und ich bin, glaube ich, auch in einem guten Rahmen gewesen. Es hat mich so alles so 720 € gekostet und das für ein ganzes Makeover, ein ganzes Terrassen-Makeover fand ich jetzt nicht teuer. Ich zeige euch in meinem nächsten Video, wie ich hier diesen schönen Beistelltisch gebaut habe. Also guckt, dass ihr euch hier unten abonniert, mir noch einen Daumen da lässt, das würde mich auch freuen. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video und das wird dieser schöne Beistelltisch sein. Also, bis bald, macht's gut, ciao.